Wie schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute bereiten wir gemeinsam etwas Frisches und unglaublich Duftendes zu. Feinen Zitronenzucker. Er verleiht Gebäck, Desserts oder auch Getränken eine wunderbar fruchtige Note. Mit nur 2 Zutaten und in kurzer Zeit entsteht etwas, das nicht nur herrlich schmeckt, sondern auch richtig Freude macht beim Backen. Wir starten dann mit 3 Bio-Zitronen und baden diese zuerst gründlich im heißen Wasser. Dazu brauchst du einfach nur heißes Wasser aus dem Wasserkocher darüber zu gießen. Das reicht voll und ganz aus. Dann geben wir 1 bis 2 Teelöffel Natron oder alternativ etwas Backpulver ins Wasser. Letzteres schäumt bei heißem Wasser auf, deswegen Vorsicht bei der Verwendung. Und dann lassen wir die Zitronen für ein paar Minuten so stehen. Das hat einen ganz einfachen, aber wichtigen Grund. Durch das Natron werden Rückstände von Wachs, Pestiziden oder Schmutz besonders schonend gelöst und die Schale wird gleichzeitig ganz leicht angeraut. So lässt sie sich gleich viel besser verarbeiten und gibt nur ihr natürliches Aroma an den Zucker ab. Danach werden die Zitronen nur noch kurz mit kaltem Wasser abgespült und abgetrocknet. Und dann kann es auch schon weitergehen. Nun reiben wir die gereinigten Zitronen fein ab und achten darauf, nur die gelbe Schale zu verwenden. Sie enthält die ätherischen Öle, die für das herrlich frische Zitronenaroma sorgen. Die darunterliegende weiße Haut hingegen lassen wir unbedingt aus, denn sie schmeckt leicht bitter und würde den feinen Geschmack unseres Zitronenzuckers zerstören. Am besten funktioniert das mit einer feinen Reibe oder Zestenreibe. So erhalten wir eine wunderbar aromatische Zitronenschale, die ihren Duft wahnsinnig verströmt und später unseren Zucker auf ganz natürliche Weise veredelt. Wenn alle 3 Zitronen fein abgerieben sind, befreien wir auch die Reibe noch von den restlichen Schalenstücken. Je nach Reibe geht das mit der Hand oder auch ganz wunderbar mit einem kleinen feinen Pinsel. Denn wie es so schön heißt, bloß nichts von dem guten Zeug verschenken. Um nun das richtige Mischungsverhältnis für den Zitronenzucker zu bestimmen, wiegen wir den Abrieb zunächst ab. In meinem Fall waren das ganz genau 15 Gramm. Das Verhältnis vom Zucker kann man dann ganz nach gewünschter Intensität gewählt werden. Etwa 1:3 für einen kräftigen aromatischen Zitronenzucker, was dann 45 Gramm Zucker wären. 1:4 für eine ausgewogene Variante, das wären 60 Gramm Zucker. Oder auch 1:5, wenn der Geschmack eher dezent sein soll. Das wären dann 75 Gramm. Beide Zutaten werden dann einfach nur kräftig miteinander vermischt. Einige von euch fragen sicherlich wieder, wie es aussieht, wenn man Zucker durch eine Zuckeralternative ersetzt. Zu bedenken gebe ich möchte ich, dass man ohnehin nicht besonders viel Zucker braucht, je nachdem natürlich, wofür man ihn später verwendet. Jedoch wäre prinzipiell ein Austausch möglich, allerdings sollte man auch bedenken, dass Zucker hier als natürliches Konservierungsmittel wirkt. Mit Zuckeralternativen ist die Haltbarkeit daher deutlich eingeschränkt. Den fertigen Zitronenzucker füllen wir anschließend in ein sauberes, ausgekochtes Einmachglas. So abgefüllt ist er dann an einem kühlen, dunklen Ort, zum Beispiel im Kühlschrank, problemlos bis zu 6 und manchmal sogar 9 Monate haltbar. Bei der Verwendung von Zuckeralternativen sieht die Haltbarkeit hingegen natürlich ganz anders aus. Hierbei liegt die Haltbarkeit nur bei etwa 1 bis 2 Wochen, da dieser Stoff nicht konservierend wirkt. Beim Entnehmen sollte man immer einen sauberen Löffel verwenden, um keine Feuchtigkeit oder Keime ins Glas zu bringen. Nun wünsche ich dir mal wieder viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, guten Appetit, lasst es euch wie immer gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!